Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Free Energy. Ich begrüße euch zu einem meiner freien Energieprojekten. In diesem Video stelle ich das Projekt Perrendev-Motor vor. Am Ende der Videoreihe wissen wir, ob er funktioniert und wenn ja, wie man ihn bauen sollte, um das gewünschte Ergebnis erreichen zu können. In der heutigen Zeit werden viele Videos produziert, die zeigen sollen, wie einfach es geht, Energiekonverter zu bauen. Unzählige Interessierte bauen diese in stundenlanger Bauzeit nach, nur um am Ende festzustellen, dass gar nichts passiert. Diesen Umstand möchte ich mit meinen Videos zur freien Energie behandeln. Mit geeigneten Messmethoden soll festgestellt werden, ob ein Konzept funktionieren kann oder nicht. Ich suche mir Projekte aus, die vielversprechend sind und stelle entsprechende Versuchsreihen auf. Sollte sich herausstellen, dass Energie erzeugt werden kann, können Interessierte anhand der Resultate eigene Modelle oder ausgewachsene Energiekonverter bauen, ohne enttäuscht zu werden. Als Einstieg zeige ich euch nun das Originalvideo des Perrendev-Motors in Englisch. Viel Spaß! This is Perrendev's magnetic motor. You'll notice that the rotor and stators are constructed of a plastic called Tufenol. The frame is of tubular aluminium. The main bearings in the unit are high-speed self-centering bearings. This particular motor develops some 9 kilowatts of power. This unit is with the manual speed control, which can be seen now. The later versions have electronic speed control. Going in now towards the rotor, you'll notice the magnets and the plastic stay pins. These are to keep the magnets in place. In front of the magnet you'll notice a half moon cutout. That is for the new shielding to go in, which we're currently waiting for. There are 3 main rotors and they're all offset at 20-degree angle to each other. This will allow the motor to run. This is the motor now starting up. You'll notice that the stators are going in toward the center rotor. As the stators get closer to the rotor, so the motor will start to turn. The closer the stators get, the more power is delivered to the main rotor and the speed will increase. We will be taking this motor up to approximately 3,500 RPM, at which point I will open the stators to slow the motor down. The motor operates at high RPM. Normally its duty cycle is about 6,500 RPM. Opening the motor now. This will now begin the slowing down process. The later units are constructed in a modular type frame. This will allow easy removal of the motor unit from the main alternator assembly for servicing, maintenance and so on. I will be picking up the camera shortly and moving it around the motor. Now picking up the camera. This is the drive side of the motor. The long shaft sticking out is the shaft which will be coupled to the alternator either via chain or via multi-V belt. You'll notice the rotor is now coming to a standstill and seesawing on the magnetic fields. This is the bismuth shield
that we use to shield the field of the magnet, or to change the shape of the field of the magnet, if you like. Bismuth we found unsuccessful for this application and moved on to better quality diametric material. This is the neoboron magnet, measuring some 25mm by 22mm, producing some 19,000 gauss. Later units are using 35mm magnets, producing some 320,000 gauss. This is the magnet and its shield next to each other. You'll notice that the shield is slightly longer than a magnet. This allows for better field control. This is the early rotor. This is rotor 1 of Mark 1. We had a problem with the aluminium which created an EMF current when the magnetic fields were induced. It caused a lot of difficulty with the cutting of this motor, as you can see by the angles, and you'll also notice the magnetic stay pins at the top of your screen now. In the center, on the outsides of the rotor, you'll notice slots. These slots allow us to remove magnets in the case of servicing, for example, if a magnet is cracked or broken, etc. Allow easy removal of the magnets. Going toward the center of the rotor, you'll notice holes drilled in. This particular motor has 12 holes. These are 20-degree offsets to allow the rotors to be offset 20 degrees from each other, allowing the motor to run. If they were all parallel, the motor would not run. Der BRNF-Motor scheint es mir wert zu sein, genauer hinzusehen. Die Aussage, dass der Energiekonverter 9 Kilowatt Leistung freisetzt, ist verlockend genug, um ein solches Projekt zu starten. Das würde reichen, um den Strombedarf eines Einfamilienhauses zu decken. Ist es auch realistisch, dass er überhaupt funktioniert? Die im Video gesehene Reaktion des Rotors beim Starten sowie die Reaktion des Starters beim Öffnen scheinen mir real zu sein. Es stellt sich die Frage, wie genau ein solcher Konverter zu bauen ist. Deshalb ist von mir eine Magnetfeldmessstation entworfen und entwickelt worden. Mit den daraus gewonnenen Messergebnissen sollte man in der Lage sein, die Winkelstellung, die Abstände und die erforderliche Haftkraft der Magnete sowie die ideale Rotorverschiebung zu bestimmen. Falls der BRNF-Motor nicht funktionieren würde, wäre dies auch bewiesen. Bevor ich genauer auf die Messstation eingehen werde, möchte ich mit einem kurzen Exkurs zu Magneten und Abschirmungen einsteigen. Diese Grundlage ermöglicht es erst zu verstehen, wie sich der Rotor im Magnetfeld zu drehen beginnt. Ein Magnet verfügt über ein polarisiertes Wirkungsfeld, das sich auf magnetisierbare Objekte und andere Magnete auswirkt. Nicht magnetisierbare Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder wie im Fall der Münze, Kupfer und Nickel bleiben vom Feld scheinbar unberührt. In der Theorie wird das Kraftfeld des Magneten mit Feldlinien beschrieben und es wurde ein Nord- und ein Südpol bestimmt. Hält man einen Magneten ohne Kompass vor sich, ist nicht zu unterscheiden, welches ein Nord- oder ein Südpol ist. Sie sind physikalisch identisch. Gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche ziehen sich an. So versucht man vergebens zwei gleiche Pole aufeinander zu setzen. Das Kraftfeld des Magneten kann man mit magnetisierbaren Materialien, das sind deren 3, Eisen, Kobalt und Nickel, beeinflusst werden. Die Feldlinien finden den Weg durch solche Materialien einfacher als durch Luft. Sind solche Teile durch das Wirkungsfeld erst einmal erfasst, werden diese an den Magneten herangezogen, da sich die Feldlinien den Weg durch die Luft jetzt sparen können. Umfasst man einen Teil des Magneten mit zum Beispiel Eisen, um den größten Teil der Feldlinien dadurch zu leiten,
spricht man von einer Schirmung, denn das Wirkungsfeld wurde jetzt verkleinert. Das war es auch schon, was man über Magnete und Abschirmung wissen sollte. In der Praxis werden die Feldlinien nicht so genau abgeschirmt, das heißt, es gehen immer noch Feldlinien über die Schirmung hinaus, aber kein so großer Teil wie vorher. Die Wirkungsweise wird sehr schön im folgenden kurzen Video gezeigt. Jetzt komme ich zur Funktionstheorie des Perrendeff-Motors. Der Einfachheit halber nehme ich im gezeigten Beispiel nur ein Magnet auf dem Rotor sowie zwei auf dem Stator. Damit man die Pole sieht, beginne ich mit einem Magneten, der nur über eine halbe Schirmung verfügt. Der Rotor dreht im Uhrzeigersinn mit seinen Magneten auf die beiden Statormagnete zu. Da sich die gleichen Pole gegenüberstehen, wirken abstoßende Kräfte. Dies bedeutet in der Praxis, dass trotz Schirmung leichte Krafteinflüsse auf die Magnete wirken, während sie sich aufeinander zubewegen. Die der Rotation entgegenwirkenden Kräfte, links dargestellt mit dem roten Balken, nehmen zu, je näher sie sich kommen. An dem Punkt, wo die Magnete sich gegenüberstehen, wird sich der Krafteinfluss auf den Rotor schlagartig ändern und er wird von der abstoßenden Wirkung im Uhrzeigersinn, dargestellt mit dem grünen Balken, angetrieben. Dies bedeutet also, dass die antreibende Kraft auch immer eine entgegenwirkende Kraft überwinden muss, bis der Punkt wieder erreicht wird, wo die maximale antreibende Kraft wirken kann. Diese beiden entgegengesetzten Kräfte werden in der Differenz auf den Rotor übertragen. Schirmt man die Magnete nicht ab, würden die Kräfte, die im Uhrzeigersinn wirken, die ihnen entgegengesetzten kaum überwinden können, denn sie würden sich in etwa ausgleichen und der Rotor würde stillstehen. Vollgeschirmte Magnete entfalten nur in einem sehr kurzen Moment die volle Kraft. Es wird sich daher in der Messung zeigen, ob ein halb abgeschirmter Magnet dem voll abgeschirmten Magneten vorzuziehen wäre. Die Messstation besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: eine Kraftmessung, eine Winkelmessung und einem Universalrotor mit zugehörigem Stator. Um herauszufinden, welches die ideale Lage der Magnete und welcher Schirmungstyp für den Antrieb der geeignetste ist, braucht es empirische Messungen. Hierzu ist der Rotor und der Stator so konzipiert, dass man verschiedene Aufsätze montieren kann. Es muss ein Nullpunkt bestimmt werden, um verschiedene Winkelstellungen auszutesten. Das heißt, es gilt herauszufinden, wo sich Rotor bzw. Statormagnet gegenüberstehen sollten, um die maximale Kraftauswirkung für den Antrieb entwickeln zu können. Für die verschiedenen Testreihen werden im 3D-Druckverfahren unterschiedliche Aufsätze hergestellt. Die eine Messgröße, um die exakte Position des Magneten zu bestimmen, ist die Winkelmessung bzw. die Winkelsteuerung. Diese wird mittels Schrittmotor gewährleistet. Zur Ansteuerung verwende ich einen Arduino Mega, der wiederum einen Motorentreiber steuert. Der Treiber ist notwendig, da der Arduino nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen kann. Die zweite Messgröße ist die Kraftmessung. Dazu verwende ich zwei Wegezellen, die eine erfasst die antreibende Kraft und die andere die entgegengerichtete. Die Daten, die die beiden Zellen liefern, sind analog. Um digitale Werte zu erhalten, ist ein Analog-Digital-Konverter dazwischen geschaltet, pro Zelle einen. Ein Arduino Uno liest im richtigen Moment die Daten vom Konverter aus und gibt sie wieder.
Die beiden Arduino-Mikrocontroller kommunizieren miteinander, um die Messung zu koordinieren. Mit den Daten aus Kraftmessung und Winkelbestimmung ist es möglich, ein Kraft-Winkel-Diagramm zu erstellen. Die Auswertung dieser Messdiagramme reichen aus, um sämtliche Daten zum Bau oder zur Widerlegung des Perrendev-Motors zu liefern. Jetzt ist es Zeit für ein kurzes Video der Messstation in Aktion. Die ersten Versuche mit der Messstation zeigen einen vollen Erfolg. Es sind bereits aufschlussreiche Erkenntnisse abzulesen. Im weiteren Verlauf der Videoreihe werde ich Messergebnisse und die dazugehörenden Interpretationen hochladen. Am Ende verfügen wir über genug Daten, um entweder einen Bauplan zu veröffentlichen oder der Perrendev-Motor ad acta zu legen. Die ersten Probemessungen zeigen schon eine deutliche Reaktion an dem Punkt, wo sich die beiden Magnete gegenüberstehen. Es hat sich auch gezeigt, dass meine Annahme bei der Wahl der Magnetgröße eher zu klein ist. Dies erkennt man am Rauschen, das von der Messstation aufgezeichnet wird, bevor die Magnete in den kritischen Bereich fahren. Dieses Rauschen ist nicht vollständig zu verhindern, da es auf Reibungseffekte, zum einen von den Wegezellen selbst, sowie auch vom Zahnriemen beim Berühren der Führungsschiene zurückzuführen ist. Um klarere Messergebnisse zu erhalten, bzw. die Ausschläge deutlicher vom Rauschen abzuheben, werden stärkere Magnete und das zugehörige Schirmungsmaterial bestellt. Diese werden 4-mal mehr Haftkraft aufweisen als die momentan verwendeten. Die Aufsätze für den 3D-Druck sind bereits in Planung und werden anschließend gedruckt. Da bereits deutliche Erkenntnisse mit den jetzigen vorhandenen Magneten abzulesen sind, führe ich die Messreihe durch und werde sie schrittweise veröffentlichen. Auf meiner Webseite freeenergy.me werden parallel dazu Messergebnisse, Details zur Messstation und zur Messung veröffentlicht, die man sich bei Interesse herunterladen kann. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mich unterstützen möchtet, abonniert meinen Kanal, macht einen Daumen hoch und oder besucht meine Webseite. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.